Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, es ist mal wieder soweit. Wir hatten ja quasi vor 13 Tagen, also vor knapp 2 Wochen darüber berichtet, dass ein BitX-Miner einen Bitcoin-Block gefunden hat. Das war dann auch schon der zweite bzw. dritte Block im CK-Pool, was ein BitX-Miner gefunden hat. Und wir haben jetzt natürlich auch wieder richtig coole News für euch. Und zwar, es wurde wieder ein neuer Bitcoin-Block gefunden. Und zwar ist es der Block 888989. Und zwar wurde dieser am 23.03.2025 gelöst, sozusagen um 1:30 Uhr nachts, sozusagen, um es mal so auszudrücken, also halb zwei oder je nachdem, was halt eben für eine Zeitzone dahinter steckt. Ihr seht das dementsprechend hier bei mempool.space. Ihr seht hier auch nochmal die Informationen letztendlich dazu. Das heißt, auch die Root-Adresse, den Schwierigkeitsgrad etc. Und zwar seht ihr quasi hier das Ding. Das heißt, über den Public Pool on Umbrel, gucken wir uns auch gleich an, was das ist, wurde quasi dieser Block gefunden. Das heißt, abzüglich aller Gebühren. Also seht hier, das ist der Blockwert 3,151. Da müssen natürlich noch Gebühren abgezogen werden. Das heißt, derjenige hat 3,125 mit seinem Gerät in Anführungsstrichen, was wir uns auch gleich nochmal angucken möchten, beziehungsweise es ist sehr spekulativ aktuell, was es letztendlich ausgelöst hat, diesen Block. Von daher gucken wir auch gleich nochmal rein, was das angeht. Ja, gefunden wurde das Ganze im Public Pool. Die meisten von euch, die unterwegs sind mit dem Bitcoin Solo Mining, kommen wahrscheinlich auch nicht am Public Pool vorbei. Das bedeutet, Public Pool, das ist der Pool, der für die meisten Open Source Miner in Anführungsstrichen gut ist. Ihr seht auch dementsprechend hier nochmal im Public Pool quasi die Hashrate, die quasi hier im Public Pool da ist. Und ihr seht hier auch dementsprechend nochmal die Online-Devices. Das bedeutet, ihr seht hier, von welcher Marke sozusagen, welches Device, wie viele Geräte im Pool aktiv sind. Und ihr seht zum Beispiel hier BitX ganz vorne mit dabei, mit knapp 9039 Geräten, so mit im Schnitt. Ihr seht halt eben auch Endminer, mehr so die Randgruppe mit 14 Geräten hier im Pool sozusagen. Sigi Miner mit am Start. NerdQX kennt ihr natürlich auch. Lucky Miner kennt ihr wahrscheinlich auch. NerdX seht ihr auch hier dementsprechend nochmal auch mit am Start. BitXhex etc. Also alles, was ihr quasi aus dem Solo-Bitcoin-Mining kennt, was wir letztens auch hatten. NerdNOS, das Erweiterungspaket quasi für euren bestehenden QX etc. CPU-Miner, Nerd-Miner. Guckt mal, wie viele Nerd-Miner hier im Pool unterwegs sind. 37.488. Das ist schon jede Menge. Allerdings mit der Leistung, was dieser Miner hat, ist es natürlich quasi unmöglich, einen Bitcoin-Block letztendlich zu finden. Aber wie gesagt, das ist auch für Public Pool der erste Bitcoin-Block, der gefunden wurde. Ja, wie gesagt, ihr findet die Informationen hier auf mempool.space, welcher Block das war dementsprechend. Ihr seht nochmal die Transaktionen dazu, auch den Zeitstempel quasi und die Bitcoin-Adresse, die es dementsprechend ermittelt hat, beziehungsweise derjenige, der es ist. Es gibt eine kleine Besonderheit bei dem Ganzen, weil derjenige, der quasi diesen Block erwischt hat, benutzt zum Beispiel oder benutzt Umbrel. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was Umbrel ist, ich möchte es euch kurz erklären. Umbrel ist zum Beispiel, also beziehungsweise ist ein Betriebssystem, Umbrel OS, wo ihr die Möglichkeit habt, auf euren eigenen Rechner zu Hause eure eigene Node betreiben zu können. Das bedeutet, ihr seht zum Beispiel, hier wird das auch nochmal erklärt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, quasi euren eigenen Cloud-Server-Betrieb oder eure eigene Cloud zu Hause zu betreiben. Ihr seht das Umbrel OS. Ihr seht ihr dementsprechend hier. Man kann das natürlich auch sich als also als kleine Note kaufen. Seht ihr hier, geht für 399 Euro sozusagen los. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, euch das Umbrel OS runterzuladen. Das ist kostenlos. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eure eigene Note sozusagen mit zu betreiben. Ich zeige euch das ganz einfach mal. Also derjenige, der diesen Block hier erwischt hat, quasi hat eine Umbrel Note. Das heißt, wenn ihr hier mal in den App Store reinschaut sozusagen, das seht ihr hier bei Bitcoin, dass ihr könnt quasi eine Bitcoin-Node mit diesen Umbrel OS quasi betreiben. Seht ihr hier die Bitcoin-Node, das heißt auf euren Rechner, den ihr dafür zur Verfügung stellt, läuft auch auf kleinen Linux-Geschichten.
wird quasi die Bitcoin-Blockchain komplett synchronisiert. Das heißt, alle Blöcke werden synchronisiert. Ihr betreibt quasi eure eigene Node, das heißt auch einen eigenen Bitcoin-Knoten. Und ihr habt dann natürlich noch die Möglichkeit, also das sind die ganzen Apps, die es noch dazu gibt. Datum hatte ich auch schon mal in irgendeiner Art und Weise wegen irgendwas dazu gelesen. Und derjenige nutzt natürlich auch gleichzeitig mit die Public Pool App auf Umbrel OS. Das heißt, ihr braucht jetzt zum einen die Node, das heißt, ihr betreibt auch Bitcoin selber sozusagen und mit dem Public Pool und mit dem Gerät, was er angeschlossen hat. Also ihr braucht noch den Miner dazu, also den Pool braucht quasi die Node, also ihr meint quasi direkt in eure Node rein, um es mal so auszudrücken. Ja, und seht hier nochmal die App dazu, die derjenige auch verwendet hat. Ja, aktuell ist es so, der Block wurde gelöst, in Anführungsstrichen, um es mal so auszudrücken, mit 93 Gigahash und das ist wirklich nicht viel, wenn man überlegt, dass ein Nerdminer, beziehungsweise Nerdminer, schlechtes Beispiel jetzt, wenn ein BitX, ein ganz normaler Ultra zum Beispiel mit 400 bis 500 Gigahash um die Ecke kommt, was die 4- bis 5-fache Leistung ist mit 93 Gigahash das eigentlich schon Wahnsinn, dass da dementsprechend ein Block letztendlich damit gefunden wurde. Also wie gesagt, hier auf der Seite umbrel.com seht ihr das Ganze nochmal, beziehungsweise das Umbrel OS. Das ist quasi das System, was drauf gelaufen ist. Und ihr habt hier die Möglichkeit, zum Beispiel GitHub euch die Software quasi runterzuladen, also Umbrel OS 1.4. Hier wird das Ganze auch dementsprechend nochmal erklärt. Das heißt, wenn ihr Bock habt, eure eigene Bitcoin-Node laufen zu lassen, wäre Umbrel OS eine Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten, eure eigene Bitcoin-Node laufen zu lassen, wenn ihr da mal Bock drauf habt, also Bock auf ein Video zu den ganzen Möglichkeiten, eine Bitcoin-Node zu Hause laufen zu lassen, dann mache ich da gerne mal ein Video dazu. Lasst einfach mal einen Kommentar da. Ihr seht zum Beispiel, hier habt ihr die Möglichkeit, das runterzuladen. Ihr habt die Möglichkeit, Umbrel OS zum Beispiel auf dem Pi 5 zu installieren oder auf jeden anderen x86-System for free. Also quasi kostenlos. Hier wird nochmal erklärt, wie die ganze Installation funktioniert und so weiter und so fort. Also wie ich es ja schon mehrfach gesagt habe, derjenige, der diesen Block erwischt hat mit diesen 3,125 Bitcoin, was letztendlich ausgezahlt wird, was aktuell, was haben wir für einen Kurs, 85, 86.000 im Bitcoin-Bereich, der kann sich natürlich über knapp 240, 250.000 Dollar freuen, eine Viertelmillion, das ist natürlich richtig cool, gerade auch im Zusammenhang mit dem Public Pool. Für den Public Pool war es der erste Block, der hier dementsprechend gefunden wurde und wie ich es eben schon gesagt habe, derjenige hat dieses Umbrel OS laufen, entweder auf einem Gerät, was sie sich hier gekauft hat, oder dementsprechend auf einen eigenen Rechner, was man sich dafür halt dementsprechend aufsetzen kann. Und wie gesagt, falls ihr Bock habt, dass wir da mal ein Video drüber machen, lasst einfach mal einen Kommentar letztendlich dazu da. Das Ganze kann man sich hier im GitHub quasi runterladen. Ja, 93 Gigahash hatte ich euch eben schon gesagt. Ich habe viele Twitter- bzw. X-Beiträge zugesehen. Ich kann es wirklich nicht bestätigen, ob dieser Block mit 93 Gigahash gelöst wurde, weil es gibt auch so gut wie keine Geräte, die quasi diese Leistung anbringen. Ich habe allerdings doch was gefunden, was es sein könnte, also welcher Miner diesen Block gelöst hätte haben können. Und zwar, es gibt den Braiins BMM 100. Ich hatte mir den auch schon mal angeschaut. Ihr seht aber hier, es gibt jetzt mittlerweile, glaube ich, den BMM 101. Das ist der Nachfolger von denen, aber hier 299 Dollar für einen Miner, der 100 Gigahash springt, finde ich doch schon relativ teuer. Da ist man mit dem BitX auf jeden Fall besser am Start. Ist halt eben meine persönliche Meinung. Und ihr seht hier auch nochmal, der BM100, also BMM 100 ist ein kompakter USB-Miner mit halt eben ASIC-Chip drin, wie es bei den meistens ist, und hat eine Leistung von rund 100 Gigahash. Derjenige hatte eine 7-Tage-Error-Range von 93 Gigahash. Das heißt, wenn es ein Miner gewesen ist, dann ist es höchstwahrscheinlich dieser hier gewesen. Aber wie gesagt, reine Spekulation, weil wenn ihr zum Beispiel mit Umbrel OS unterwegs seid, also quasi eure eigene Bitcoin-Node am Laufen habt, dann meint ihr quasi anonym im Pool, das heißt im Public Pool seid ihr quasi anonym unterwegs, das heißt es wird auch kein Gerät angezeigt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, mich jetzt wirklich mal zu 100% interessiert, welches Gerät es letztendlich ist, beziehungsweise gewesen ist. Mich hätte es nicht gewundert, wenn es ein BitX gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz, es war hier dementsprechend im Public Pool. Ihr seht hier, welche Miner hier dementsprechend unterwegs sind. Ja, und ich freue mich dementsprechend, dass es halt eben auch im Public Pool war, weil viele von euch kennen den Pool, viele von euch mit am Start.
Und ich sag's auch mal so, je mehr Bittrex-Miner hier mit am Start sind, desto höher ist auch für jeden Einzelnen von euch die Chance, auch dementsprechend einen Block zu bekommen. Das ist halt eben so. Aber nichtsdestotrotz ist es reine Lotterie, es ist reines Gambling. Ja, also wenn ihr da wirklich mal mit reingehen wollt in das Thema, dann holt euch irgendeinen günstigen Miner, weil ihr müsst davon ausgehen, dass ihr das Geld nie wieder seht. Ja, das war's zum Block 888989. Nochmal Glückwunsch an denjenigen, der quasi diesen Block gelöst hat über den Public Pool im Zusammenhang mit den Umbrella OS. Das heißt mit dieser eigenen Bitcoin-Node, was er betrieben hat, wo halt eben direkt das Mining drüber gelaufen ist, beziehungsweise über die App. Also wie gesagt, im Bereich Bitcoin Solo Mining passiert aktuell einiges. Ja, liebe Leute, das war's von mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.